Hallo, hallo, ein weiteres Video von der IFA 2025 am Stand von Dreamy. Hier würde man wahrscheinlich als allerletztes einen Fernseher oder eine Fernsehserie erwarten, aber sie bringen jetzt halt mit großem Schwung neue TVs auf den Markt und wer sich mit dieser chinesischen Marke ein bisschen auseinandersetzt, der wird schnell feststellen, dass da mit sehr, sehr großer industrieller Kraft an allen Bereichen gearbeitet wird. Also kommen wir zum Punkt. Wir haben hier ein 85 Zoll Gerät vor uns. Den wird es in 3 weiteren Größen geben. 55, 65 und 75 Zoll. Auch wenn es jetzt technologisch betrachtet kein absolutes Highlight ist, also rein aufs Panel bezogen, glaube ich, dass hier in den nächsten Monaten noch ordentlich was passieren wird. Also gehen wir mal ein bisschen in die Details. Also wir haben hier ein sehr schickes, schwarzes Design mit goldenen Akzenten. Ich sage auch dir gleich, warum ich das so nenne. Das ist nämlich dieses kleine Produkt, beziehungsweise die dazu. Das ist irgendwie auch nochmal ein Soundbar-System. Das kommt auch dazu. Aber dazu gleich. Kommen wir erstmal zu dem Fernseher. Also QLED mit Mini-LED-Basis. Dann, so wurde mir ja gesagt, ist der Fokus halt erst einmal auf ein starkes Soundsystem mit 70 Watt, hat das Gute. Dolby Vision, Dolby Atmos ist dabei, 144 Hertz, wird unterstützt in der Bildausgabe. Als Betriebssystem, siehst du hier in der Überblendung, ist Google TV die Grundbasis. Preise kann ich sogar auch schon nennen. Der 55er kommt für 1200, der 65er für 1700, 75 für 2200 und der 86er, wie er hier vorne steht, für 3000 Euro. MSRP oder UVP, beziehungsweise ist es aber auch noch nicht final festgelegt. Die Geräte selbst ab Ende Oktober hier in Europa verfügbar, wird sehr spannend. Und ich gehe mal stark davon aus, so hat man mir das auch gesagt, da kommen noch jetzt in den nächsten Monaten noch viele weitere hinterher. Kommen wir mal zum Soundsystem. Achso, der Fernseher, das hast du ja gesehen in der Überschrift, Aura Mini-LED 4K TV S100, sehr spektakuläre Bezeichnung. Steht natürlich auch hier unten drauf. Es sei mir entschuldigt, es ist der 4. Messetag. Dann haben wir hier unten noch ein Soundbar-System, sehr, sehr spannend. Finde ich, schickes Design, auch so mit einem Stoffbezug hier und dann mit diesen Akzenten. Spricht wunderbar hier das Ganze an. Die Rears sind, ich weiß es jetzt zu dem Zeitpunkt nicht genau. Da sind da noch Mockups, man sieht hier keine Anschlüsse. Ich würde mal darauf tippen, dass die per Funk agieren. Dann haben wir hier den Subwoofer hier unten. Auch ganz nett mit so Gold-Applikationen. Man kann sich das customizen, hat man mir gesagt. Also da gibt es so 3, 4 Vorauswahloptionen. Für den, der es mag, der hat denn hier wirklich diese Hochglanz-Variante. Ja, das mal als kurzer Teaser zu den neuen TVs. Ich mache mal Folgendes. Eigentlich könnte man ein eigenes Video machen, aber ich will es einfach mal mit abreißen. Wir haben auch noch ein weiteres Videothema, und zwar die Projektorensparte. Auch ziemlich cool, ein ziemlich kleiner UST-Laserprojektor. Ich halte hier einfach mal rauf, dann kannst du dir selber die Specs ablesen. Zu dem Ganzen habe ich auch noch einen Artikel erstellt, findest du hier rechts oben verlinkt, weil die Informationslage zu dem Zeitpunkt relativ dünn noch ist und ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich will da einfach mal die ersten Impressionen hier von der Messe mitnehmen. Also optisch ähnlich schick gemacht. Und hier gibt es halt noch einen wunderschicken Projektor, 350 Isolum, das sind dann wahrscheinlich eher so kleinere Anwendungsgebiete, wie man sie halt im Campingbereich oder irgendwie im Kinderzimmer etc. Hier gibt es noch einen spannenden 5K-Monitor, der kommt jetzt auch in den nächsten Monaten auf den Markt, 21:9, mit allem drum und dran, habe ich auch nochmal einen separaten Artikel. Wenn man noch ein paar Impressionen einfangen. Also hier hat man viel mit Glas gearbeitet, auch das Designkonzept wurde konsequent durchgesetzt. Und siehst du hier hinten auf der Rückseite, ja. Das als kurzer Abriss und weil das momentan ganz gut passt, ich will es euch einfach mal zeigen, der riesen Messestand, da sitzt unser großer Weltmeister, der ist gerade zu Gast. Guter Zeitpunkt in diesem Sinne, damit kann man das Video beenden, meisterlich, weltmeisterlich. Und ja, bis zum nächsten Clip hier von der Messe. Bis dahin.